Aber ja, auch als Free-to-Play kannst du dir im Endeffekt alles erspielen auf dem FEC. Du kannst alles erreichen, alles erspielen. Du musst halt nur viel Zeit investieren und halt einen Plan haben, was du machen willst. Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, also jetzt schon trainieren sozusagen. Das Trainieren ist natürlich ein Scherz auch. Danke für den Follow, by the way. Blank you, yo. Das mit dem Trainieren ist ja nicht mehr als Scherz gemeint, aber eigentlich auch wieder nicht, weil, wie gesagt, es ist schon wichtig, oder nicht wichtig, aber es ist gut, wenn man schon einen konkreten Plan hat auf FEC, weil auf FEC hast du echt nicht die Zeit, irgendwas auszuprobieren und dann nach einem Monat festzustellen, ach, finde ich doch kacke, ich mache lieber was anderes. Also, man kannst du schon machen, ich meine, es ist ein fucking Videospiel, kannst machen, was du willst. Aber besonders klug ist es halt nicht. Also, du wirst dich halt im Nachhinein ärgern, dass du die Zeit vergeudet hast, wo du das vielleicht auch schon vorher hättest wissen können, dass dir zum Beispiel eine Klasse nicht gefällt oder zum Beispiel, ob du lieber 2 oder 8 Chars spielst und so. Das sind schon Sachen, die man jetzt eigentlich schon rausfinden kann oder könnte, damit man sich dann nicht ärgern muss im Nachhinein. Dass man halt sich dann umentscheiden musste. Letztes Mal war es auch so, dass einige Leute 8 Chars gemacht haben, aber halt blind, also zum ersten Mal 8 Chars FEC und haben dann halt gesagt, oh Mann, finde ich gar nicht so geil, so ungefähr. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, ich habe immer gesagt, für 8 Chars braucht man Willenskraft, Durchhaltevermögen, man muss langfristig denken, man darf nicht kurzfristig denken. 8 Chars sind ja für Leute, die lange spielen, immer spielen und so. Sonst hat man ja die ganzen Vorteile nicht, wie zum Beispiel 8-fache Battle Pass-Belohnungen, 8-fach Tower-Dailies, monatelang und so. Das skaliert ja, das ist wie so ein Schneeballeffekt im Endeffekt. Und viele Leute sind halt einfach blind reingegangen, haben es dann im Nachhinein halt bereut, haben die Chars dann irgendwo liegen lassen, ihre 6 Leecher. Manche haben die dann später wieder aufgenommen, die Leecher. Zum Ende vom FEC haben sie dann gelevelt. Lauter solche Sachen, wo du dir im Nachhinein halt schon wahrscheinlich dann denkst, ah Mann, das hätte ich anders machen sollen. Ich meine, gut, alles kann man jetzt auch nicht wissen, natürlich vorher. Aber so ein paar Sachen ist vielleicht nicht schlecht. Und die größte Empfehlung, das habe ich auch letztes Jahr gesagt, das habe ich sogar selber gemacht. Ich habe sogar ein eigenes Video aus meinem eigenen Livestream quasi gebastelt, sozusagen. Ich habe nämlich meinen Serverstart FEC 1 kurz vor FEC 2 angeguckt und genau geguckt, was ich da gemacht habe. Und dann quasi meine eigenen Fehler analysiert und daraus dann Tipps gemacht, was man anders machen könnte. Genau. Und solche Sachen halt. Und das kann man jetzt auch alles machen. Ich meine, die Videos sind alle auf YouTube, die Livestreams sind alle auf YouTube. Meine Videos und auch andere. Kann man genau gucken, was haben die Leute damals gemacht, was kann man besser machen, weil eigentlich macht ja jeder irgendeinen Fehler am Anfang. Jeder macht irgendwas falsch. Einmal falsch abgebogen, einmal ein falsches Item aufgehoben. Na gut, so krass jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und all das kann man jetzt machen, das kann man schon seit Monaten machen, theoretisch. Ich meine, jetzt wird es halt immer relevanter, weil wir immer näher an den Start rücken. Und ja, also einerseits ist es ein Scherz mit dem Trainieren, andererseits halt aber irgendwie eigentlich auch nicht. Weil man actually schon viele Sachen, wie gesagt, sich vorher angucken kann und dann hoffentlich ein paar Fehler weniger macht. Oder wie gesagt, was heißt Fehler, aber so spielt, wie man es sich halt vorstellt. Und möglichst halt nicht 5-mal die Meinung ändert, 5-mal den Charakter ändert, 5-mal die Spielweise ändert. Das sind halt alles Sachen, die man schon vermeiden sollte. Ich meine, es ist nur ein Spiel, ja, aber man ärgert sich dann halt trotzdem, auch wenn es nur ein Spiel ist. Weil man sich denkt, ich hätte das und das noch haben können, ich hätte so und so viel noch mehr haben können, ich hätte noch so und so ein whatever. Alles Mögliche. So.